Okay. Snake, Peace Walker is being prepped for activation in the hangar at the bottom of the base. Get in there and destroy the AI before it's activated. Ich höre immer nur Snake, zerstöre dies, zerstöre das. Ich denke, wir sind noch nicht am Peace Walker selber. Achso, ich habe diese Waffen, die ich brauche, schon ausgerüstet. Nice. Oh, interessante Melodie hier. Time's running short. Get over to Peace Walker's hangar now. Waren wir nicht schon mal? Du glaubst, du hättest was gesehen? Ich muss dich enttäuschen. Hier ist niemand. Ah, ich glaube, jetzt können wir wohl... Ja, den Fahrstuhl haben wir auch letztens schon benutzt, ne? Müssen wir gerade mal gucken. Aber wir brauchen ja bekanntlich Soldaten. Warum rüstet der den Müll immer wieder ab, ey? So. Bin ich hier richtig? Hui. Hui. Ja, anscheinend bin ich hier richtig. Ja, beim letzten Mal haben sie uns erwischt, oder? Das war ja der Gag. Enemies that coordinate their attacks are too much trouble when you're solo. Just steer clear. Warum sollte ich, natürlich komme ich gegen den an. Komme ich gegen denen an. Ich bin nämlich der Boss. Keiner hier? Nein, du glaubst. Der war sehr intelligent, wenn ihr mich fragt. Mich fragt aber keiner. Guck mal hier, das ist, glaube ich... Seht ihr das? Das hier. Diese Röhren. Das sind keine modellierten Röhren. Das sind Ebenen. Clever, oder? Ups. Was? Ach, verdammt. Jetzt muss ich schneller sein, bevor der da... Oh. Ich glaube, das gibt keinen. Gibt es hier auch noch eine Verzögerung drin? Oh. Aha. Haben wir das. Da gab es eine kleine Verzögerung. Also in der Steuerung. Macht nichts. Das macht nichts, Leute. Das macht nichts. Da hat sich jemand gefreut. Ist auch nicht ganz so langweilig, ne? Ich habe Höhenangst. Ich würde sowas nicht erleben wollen. Was war das denn gerade? Habt ihr das auch gehört? Ah ja. Wie die einfach hier rumliegen. Gut so. Ja, ob das was bringt, werden wir gleich sehen.
Beinen. Das heißt, es wird, wenn überhaupt, sehr lange dauern, bis da was passiert. Wenn überhaupt. War nichts. Ich kann ja nicht mal angreifen. Okay, da müssen wir aufpassen. Machen wir einfach mal den hier. Ob der mich von da unten sieht? Ob der mich von da unten sieht? Kann... Ja, das war klar. Gar nicht so einfach. Ich glaube, es ist einfacher, den einen da auszuschalten, als runterzurennen. Da unten sind ein paar Leute mehr. Warte mal. Achso, da geht's. Aha. Ich kann doch greifen. Ich dachte gerade, wieso kann ich ihn nicht greifen? So, das war's. Und schon wieder hat er das abgewählt. Warum tust du dies? Ja, da ist, glaube ich, jemand an der Treppe. Ja, ja, weil gerade der Alarm da war. Was ist das? Ich nicht. Ach, verdammt, Leute. Moment. Okay. Den können wir gleich mitnehmen. Bam. Das sieht aber so stylisch aus. Okay, Mist, jetzt hat er mich erwischt. So, und ich muss gegen irgendwas hauen, damit er ohnmächtig wird. Siehst du? Viel effektiver. Ne, das wollte ich jetzt nicht machen. Nein! Kartoffelkopf. So, mach dich vom Acker. Wir brauchen Soldaten. Ja, Arbeitskräftemangel. Keiner will den Drecksjob machen. Ich nicht. Ich wollte gerade sagen, das sah so aus. Was willst du denn da werfen? Ach so. Ist hier jemand? Verdammt. Warte mal. Ja, das war klar, dass er mich sieht. Aber die sind hier überall irgendwie, ne? Da unten ist einer, da ist einer. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du dich mal bewegen würdest. Tu es jetzt. Er bewegt sich nicht. Ach, guck mal. Ich dachte gerade, warum hat er mich gehört? Aber anscheinend habe ich mich so ungünstig fortbewegt, dass es Klackern gemacht hat. Naja, was soll's. Oh. Ja, ich hätte doppelt drücken sollen, ne? Ah, das. Vergiss es. Ich muss gucken. Natürlich könnte ich einfach weggehen. Aber ich brauche Soldaten. Ach so, ich habe... Okay, dann hau ich ab. Ja, mach mal so. Mach mal so.
It's too late, Big Boss. Snake! Boss. At last I found her. The culprit who led you here to begin with. Should have taken care of her back at the supply facility. Snake, don't! The mammal pod is finished. Peace Walker's activation sequence is complete. Finished. With the boss, you were loyal to the end. I'll grant you that. But your silence was exactly the answer I needed. 10 years ago, your mission was to kill her. And her mission was to be killed by you. She fulfilled her duty to America to the very end. Thanks to you, Snake, the final missing piece is now in place. And thus, the boss is restored to life as the mammal part. I thank you. Restored to life? You're crazy. I'll let you in on a little secret, Big Boss. You see, I've already selected Peace Walker's initial target. An offshore area in the Caribbean. The trade winds will scatter the fallout all over the surrounding region. Crops and fish will die, leaving plenty of free hands to help us mass produce Peace Walker. Oh, and wouldn't you know, someone's gone and built a pesky little fortress there. Now who would do that? And right in the middle of the target zone, too. Oh well, all the better to test the warhead, CEP. You bastard. I wonder who'll miss a ragtag band of pirates all the way out in the middle of the Caribbean. But first, we're going to prove to the White House that our baby can travel the Caribbean coast on its own. The whole world will know of Peace Walker's versatility. They'll witness the birth of a deterrent that can penetrate both communist and guerrilla-controlled territory, traverse any kind of terrain, and deliver a nuke anywhere it needs to go. Untouchable, unstoppable, the perfect deterrent. The Cold War's days are numbered. Deterrence isn't only about America and Russia now. You know what? You're absolutely right. While we've been wringing our hands, China, France, even India have surpassed us. There's a free-for-all nuclear arms race brewing just below the surface. The nuclear threat will only spread, which is exactly why we must deter it here and now. And the Peace Walker project is the key. The advent of Peace Walker will bring calm to this restless world. Don't you see, Snake? We need nukes, controlled nukes, to have peace. Rise! Peace Walker will restore order. Order in the form of a new Cold War. But if the world is to understand the genius of our plan, we must launch. Snake! Stop them, Snake! Don't let him get away! Anscheinend sind wir ihnen ein Dorn im Auge, weil wir eben auch eine Art Abschreckungsmittel sind. Also Konkurrenz quasi, hat er ja auch erwähnt, ne? Der Peace Walker. What? What did I do?
Snake, the pod's outfitted with a self-defense module. Upon detecting attack, it aborts its command and enters small target suppression mode. Right now, Peace Walker's highest priority target is you. Here it comes. Nice. Es gab ja, glaube ich, eine ähnliche Geschichte mit der Atomrakete, ne? Amerika hat ja gegen Ende des Zweiten Weltkriegs Hiroshima, glaube ich, bombardiert, was dann ja letzten Endes dazu geführt hat, dass der Krieg aufhört, glaube ich, ne? Weil alle Angst bekommen haben. Ich bin jetzt kein Geschichtsmeister, aber das sollte wohl, also hat wohl jemand mal gesagt, dass dieser Angriff wohl auch dazu geführt hat, ja, dass der Krieg zu Ende ist. Weil alle Angst bekommen haben. Gut möglich, gut möglich. Und das hat er, also das ist wohl auch hier so seine Intention oder von unserem Feind hier. Aber klar, Tote ist natürlich, das Thema hatten wir ja schon. Das kann dann jetzt nicht Sinn der Sache sein, ne? Oh, viele Frauen dabei mittlerweile. Aber die sind sowieso größtenteils alle Soldaten, ne? Ne, ich schicke die unabhängig des Rangs einfach alle in die Kampfeinheit. Wir brauchen GMP. Keine Chance. Über 8000. Machen wir einfach so jetzt. Nahrung haben wir auch noch ausreichend. Immer noch nicht entwickelt. 6000. Habe ich doch ausreichend. Level 22 oder höher, aktuell 14. Ach du Scheiße. Ach so. Naja, was soll's. Was soll's. Ich habe das Spiel auch immer so durchgezockt. Das macht nichts. Überspringen, 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 überspringen. Nein, warum drücke ich mal da drauf? Ach, scheiße, gestorben. Nicht gut. Nein. Gestorben. Nicht gut. Wie viele sind denn hier gestorben? Ja, viele Krankenstationen. Gehen die auch mal raus da? Sie haben Personal in der Liste ausgewählt momentan. Ach, geht das, ja? Naja, was soll's. Gut. Gegen den Peace Walker. Streng genommen auch nur die erste Runde. Peace Walker's active, and its self-defense system is targeting you, Snake. You better find a way to stop it quick. Kein Problem, weil ich bin der Big Boss. Big Boss, Gangster Rap, Big Boss. Kennt ihr das? Kollege der Boss. Ist auch schon alt, ne? Jetzt weiß ich, glaube ich, auch, woher der das hat. Durch Big Boss. Was wollte ich denn jetzt? Ah ja, hier. Ach, verdammt.
Ich nehme jetzt mal die Düppelgranaten mit. Die sind doch sehr nützlich hier. Granate. Rauchgranaten, Düppelgranaten, ja. Hätte ich mal schon längst mitnehmen sollen. Okay. Ja, die Musik finde ich nicht so gut. Von diesem Boss, muss ich ehrlich sagen. Ich baller einfach mal drauf. Ich bevorzuge ja eigentlich mehr, dass ich den hier baller. Aber da werden wir schlecht drankommen, ne? Splitterbomben hört sich nicht gut an. Ja, jetzt wäre gut, wenn wir den anderen Raketenwerfer hätten, ne? Das würde sehr helfen. Ich glaube, der ist sauer. Ich finde das ja interessant, wie, aua. Wobei diesen Chor finde ich wieder ganz nice. Aber so die Grundmelodie finde ich nicht so nice. Aber gut. Aber was ich sagen wollte. Ich finde es eigentlich ganz interessant, wie so ein Tier quasi so Bewegungen und Geräusche macht. Wie so ein Lebewesen. Das wird ja später, vor allem in Metal Gear Solid 4, werden dann mehr so, geht's dann mehr so um genetische Roboter und sowas. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Die auszuweichen ist auch eine Kunst, glaube ich. Geht das überhaupt? Geht schon. Ich weiß es gar nicht so genau. Ist der Metal Gear aus Metal Gear Solid, ist der größer? Wisst ihr das? Ich glaube schon, oder? So ein bisschen zumindest. Also ich glaube, der aus der Phantom Pain auf jeden Fall, ne? Wobei das ja ein sehr ähnlicher ist. Also die ähneln sich ja von, also der Metal Gear aus der Phantom Pain und der aus Solid, die ähneln sich ja sehr stark. Wenn es nicht fast derselbe ist. Weil ich glaube, da hat er überlebt, ne? Ich glaube, das ist sogar derselbe, fällt mir gerade so ein. Der ist ja gar nicht kaputt gegangen, glaube ich. Und dann hatte auch dann hatte Liquid Snake den. Stimmt. Aber leider ist Metal Gear Solid 5 nicht komplett fertig. Wie wir alle wissen. Da gab es ja diesen Streit zwischen Kojima und Konami. Schade eigentlich. Ich hätte gerne gewusst, wie das
Spiel fertig ausgesehen hätte. Schade, schade. Weil da bleiben auch viele Fragen offen. Aber gut. Man kann nicht alles haben. Und wer weiß, vielleicht kommt ja irgendjemand mal auf die Idee, das ganze Franchise nochmal neu aufzulegen. In der heutigen Grafik. Da gab es ja auch von Final Fantasy, ach leck mich doch am Arsch, von Final Fantasy diesen, ach was soll das? Ach, dann lasse ich mich halt treffen, ich kann das nicht ausweichen. Also von Final Fantasy 7 Crisis Core gab es ja, also die haben das Spiel quasi einfach komplett in einen anderen Engine transportiert und haben dann so ein etwas moderneres Spiel geschaffen. Und das könnten sie ja eigentlich auch mit den anderen Games machen, wenn ihr mich fragt. Dass man das einfach komplett nochmal in einer anderen Engine reinlegt. Und das Ganze einfach mal ein bisschen aufhübscht. Der Aufwand hält sich nämlich auch in Grenzen. Weil, also im Vergleich dazu, ob man jetzt komplett neue Spiele erstellt. Also ist ja doch ein Unterschied, ne? Lege S-Minen, nein. Das habe ich dir nicht erlaubt. Ich habe dir nicht erlaubt, Minen zu legen. Ja, ausgerechnet an dem Zeitpunkt oder an dem Moment, wo ich die Dinge aufsammeln will. Ich glaube, kannst du knicken. Das werde ich, glaube ich, nicht entkommen. Doch. Meinetwegen. Der ist... Ah, ich dachte, der geht daneben. Komm her. Ja, müssen wir einfach mal gucken, wie meine Laune ist. Vielleicht komme ich ja eines Tages doch mal auf die Idee, auch den Phantom Pain zu zocken. Aber Phantom Pain ist einfach so absurd lang, das Spiel. So absurd lange. Dann bin ich ja bestimmt locker ein halbes Jahr damit beschäftigt oder so, um es zu let's playen. Aber ich guck mal, ich lebe einfach so vor mich hin und dann gucken wir mal, was sich so ergibt hier. Das Spiel hier war mir jetzt auf jeden Fall wichtiger, weil ja, ist halt einer meiner Lieblingsgames. Und ich mag so generell die Bosskämpfe auch ganz gerne. Hatte ich keine Raketen mehr? Anscheinend. Lege S-Minen, das erlaube ich dir aber nicht. Aber wir haben aber schon die Hälfte abgezogen, das ist gar nicht so schlecht. Hatte der nicht noch eine Verwandlung oder so? Fällt mir gerade so auf. Ach, verdammt. Also, klar, am Ende kommt noch was, aber ich meine, ob der hier nicht noch eine Verwandlung hatte, das weiß ich gerade gar nicht so genau. Oh, jetzt will er es wissen. Also mittendrin ist natürlich auch clever, ne? Aber immerhin hat er mich nicht getroffen. Da bin ich schon sehr dankbar für.
Dass ich nicht umgekippt bin, wundert mich jetzt auch gerade so ein bisschen. So. Ich glaube, der mag mich nicht. Ist aber nur so eine Vermutung. Ja. Ich möchte ja, ich möchte keine Verschwörungstheorie aufstellen. Ist nur so eine Vermutung, dass er mich nicht mag. Was meint ihr? So. Ja, und dass die mich nicht treffen, wenn die am Arsch der Welt sind, wundert mich es irgendwie gar nicht. Nimm mal Zielwasser, Alter. Ich habe immer noch nicht die Düppelgranaten benutzt, ne? Was für ein Motor? Ach, das Ding. Warte mal. Düppelgranaten. Wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt jetzt mal. Aha. What the fuck? Der legt sich einfach hin. Legt er sich einfach hin. Ich glaube, ich habe noch nie Düppelgranaten hier eingesetzt. Ich habe das noch gar nicht gesehen, dass er sich so hinlegt. Aber ist schon geil, ne? So die Details von dem Spiel. Wie viel Entwicklungszeit hatten die? 2 Jahre, glaube ich, ne? Ist schon geil, was sie da in 2 Jahren auf die Beine gestellt haben. Ja, wenn du ein koordiniertes Team hast, geht sowas. So, der macht nicht mehr lange. Beinantriebsmotor. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du einfach mal sterben würdest. Ich glaube, ich nutze mal die Zeit, um ein bisschen Munition nachzuholen. Und dann werfe ich noch eine nach. Ey. Was war das denn jetzt für ein Quatsch? Ich dachte, ich hätte den gerufen. Ja, mach doch. Warum legt er sich nicht hin? Mal so, mal so. Was ein Quatsch. Aber der will auch der geht auch nicht ganz in die Ecke rein. Ich habe nicht viel frei. Ich habe nicht viel Luft. Aber komm, ich wurde jetzt so wenig getroffen. Meine Chance, ja, wenn ich den Winkel erreicht habe hier. Warte mal. Ah, doch, geht. Okay. Ah. Ja, super. Aber ich kann auch so Schaden machen, ne? Ach, wie dumm. Ja, nee. Ja, es gibt keinen. Okay. Guck mal, der schlägt ja richtig. Kleiner Boxer. Irgendwie hat er 2 Gesichter, ne? Sehr interessant. Der Peace Walker ist sehr interessant. Okay.
So. Na? Ja, das war mal wieder typisch. Ich habe auch keine Doppelgranaten mehr. Schickt er mir keine neuen? Ei. Kleiner King Kong hier. Ja. Nein, du feuerst gar nichts ab. Dann trifft er mich auch noch. Ich bin am Arsch der Welt. Und er trifft mich. Ja, lad doch mal nach, Mann. Ah, vielleicht hat er hochtechnologisierte Waffen. Naja, das hat er ja eigentlich auch, ne? Das ist ja... Das ist ja eine Atomwaffe quasi, das Ding. Das hier ist eine riesen Rakete. Eine Atomrakete. Ach, verdammt. Also dieses längliche Ding da, was er da hat. Wenn er das abfeuert, hat er ein Land weggemacht. Aha. Aha. Okay. Aber bevor der... Warte mal. Okay, komm. Ich hole mir aber noch mal... Bevor wir das gleiche Problem haben wie mit der Pupa. Apropos Pupa. Wir kämpfen an derselben Stelle, wo wir, nicht Pupa, wo wir mit diesem Kokon gekämpft haben. So, ey, jetzt nimm das scheiß Ding doch mit. Ja, das war klar. Nee, also 2 Rationen ist mir zu viel. Und ich habe immer noch keine C4. Ja, das ist ja intelligent. Intelligent. Ich kann aber auch nach oben gehen, ne? Theoretisch. Mir fällt gerade auf, wenn ich so recht überlege, ne? Nee, kann ich nicht. Ich kann gar nicht nach oben gehen. Och. Komm, ist jetzt gut, ey. Mir fällt gerade auf, das ist eigentlich hier einer meiner Lieblingskämpfe in Metal Gear. Fällt mir gerade so ein. So ganz von nebenbei, ne? Aber ich glaube, der Liebling bleibt bei Metal Gear Solid 1. Ah, verdammt. Auch was die Bosskämpfe angeht, sind die so abwechslungsreich im ersten Teil. Aber das ist schon sehr spaßig hier. Schon cool. Okay, dann müssen wir doch noch mal Nachschub holen. Das wird ein bisschen eng. Dann mach jetzt hinne. Hier läuft die Zeit davon.
Ja, das war klar, dass er mich jetzt trifft. Schnell weg hier. Okay. Ich finde tatsächlich, der eigentliche Endfight, den finde ich gar nicht so interessant. Ich mache immer die ungünstigsten Save States an den ungünstigsten Momenten. Kampf gegen Peace Walker Einsatz beendet. Peace Walker. Ich glaube, der hat sogar 3. Echt geil gemacht, ne? Ach doch, es geht direkt weiter, okay. Das ist so geil, ey. Ah, jetzt hat er mich. Verdammt. Warte, ich mach noch mal. Also als das erste Mal gespielt habe, weiß ich noch, ich hatte hier Tränen in den Augen. So geil fand ich das.
Ah, verdammt. Faster. We're losing sight of it. Ah, verdammt, wie soll ich denn das ausweichen? Ich lasse mich einfach zurückfallen. Komm schon, 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 komm schon. Oder ich muss voll am Ausrasten. Ja, Big Boss. Verdammt. So geil inszeniert, Leute. Verdammt. Wie soll man das ausweichen? So knapp, ne? Ja, okay. Nee. 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 Ich glaube, ein paar Mal muss man sich treffen lassen. Ah. Ich glaube, das geht gar nicht, ne? Fällt mir gerade so ein. Das schaffen wir gar nicht. Approaching the border. See you around, big boss. Holy, look at that. Zeke, that's the border up ahead. Hang in there. Das arme Pferd. Aber war auch nicht mehr der Jüngste, ne? Und ich habe auch fast wieder Tränen in den Augen. Ja, ist echt mega nice inszeniert. Kaz, Peace Walker's gone. They've got Paz too. Yeah, but Why, Kaz? What would Coleman want with Paz? Paz was with the professor, i.e. the KGB. Once Coleman discovered that, he figured out what was really going on between Paz and Galvez. He's trying to figure out how the KGB plan to stop Peace Walker. And he thinks he can get the info from Paz. That's crazy. Paz won't know anything. Oh, he probably doesn't buy that. You think Galvez has already been killed? By grabbing Paz, Coleman's saying, Stay out of this, or lose your client. damn it! I can't believe we didn't realize what was going on before we lost contact with Paz. Don't have time for that, Kaz. Snake. Paz needs our help. Right. This isn't about money anymore. You better move. We know where they're headed. Yeah. You can thank Amanda. Snake, that river you chased the Basilisco across is the Rio San Juan. The other side is our country. I had some Nicaraguan compas track it there. They're focus from the GPP faction, so we don't work together so much. Where'd it go? West, along the border, towards Lago Cocibolca. There's a U.S. military supply base on the southeastern shore of the lake. Ever since that earthquake 2 years ago, America's had the entire region to itself. That is where the Basilisco is. I'm sure of it. Lago Cocibolca. How do I get across the border? There's a route that we use to cross. It's just a little boat, but I can introduce you to the captain. I appreciate it. We will never leave Nicaragua at the mercy of someone like William Walker again. Snake, Coleman's going to launch the nuke from that base. He's targeting MSF.
Based on what Huey's told us, it'll take 2 more days to prep for launch. But it looks like there's another reason they picked that date. What's that? Tomorrow is day 1 of a US-Soviet summit in Vladivostok. The launch is probably connected somehow. That's right. They're holding the SALT II talks. You think Coleman's trying to disrupt the negotiations? Either that, or use it as a bargaining chip. He's still got POS too. At any rate, we're running out of time. I'll figure something out. Nice. Nice. Ja, ich kann die immer noch nicht herstellen. Ach, wir haben neue Leute, ja? Ich kann die immer noch nicht herstellen, ja, ja. Was soll's. Achso, ne, nicht unbedingt neue Leute, sondern ein paar, bestimmt aus der Krankenstation raus. Gehe ich mal von aus. Also die können wir auf jeden Fall immer wieder in so Missionen schicken. Schaden kann es bestimmt nicht. La 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 la. Aber ich glaube, ein paar davon werden hier sterben. Ne, die Mission gefällt mir nicht. Ich schicke die mal dahin. Die Mission gefällt mir nicht. Ich habe auch Leute in der B-Station, ja. Mach mal so. Und in der D, nicht B. So. Mach mal so. Gut. Ja, uns fehlt hier leider immer noch gewisse Sachen. Wir machen jetzt mal was, und zwar erstmal speichern, ja. Und zwar gucken wir uns mal eine Mission an. Eine Nebenmission, eine optionale Mission an. Mehr Missionen, ja. Hier Verteidigung der Basis zum Beispiel. Ja, solche optionalen Sachen. Ich fange mal ganz oben an. Rettungseinsatz. Snake hat einen Funksoldaten in der Versorgungsanlage. Funksoldaten mit dem Rettungssystem. Hauptops, Special Ops. Okay, gucken wir uns das mal an. The boss has infiltrated the area around the coastal supply facility and knocked out the soldier there. But we can't just leave him there to be found. I need you to get in there and capture the unconscious soldier using the Fulton recovery system. Do it quickly before he comes to. Moment, was? The boss has infiltrated the area around the coastal supply facility and knocked out the soldier there. But we can't just leave him there to be found. I need you to get in there and capture the unconscious soldier using the Fulton recovery system. Do it quickly before he comes to. Achso, wir benutzen jetzt einfach so eine... Hä? Snake? Konnten wir die ganze Zeit schon jemand anderen wählen? Moment, jetzt bin ich maximal verwirrt. Moment. What the fuck? Snake. Ja, so gut kenne ich das Spiel anscheinend doch nicht. Interessant. Boss has infiltrated. Ja, dann machen wir das doch einfach mal.
Das passt ja auch, das ist eine Nebenmission. Und wir nehmen mal... ist anscheinend eine Frau hier, ne? Ich wollte auch mal eine weibliche Person spielen. Ja, nehmen wir mal die hier. Ja, warum nicht? Zocken wir mal. Gucken wir mal. Ja, machen wir Standard natürlich. Rauchgranate ist, denke ich, auch nicht verkehrt. Düppelgranate werden wir nicht brauchen, denke ich mal. Moment. Scharfschützengewehr, Handwaffen. Zweier Karton. Ausgerüstet, Schild. Eventuell auch nicht verkehrt. Wobei, wenn ich nicht schieße, beziehungsweise... Ne, haben wir den Karton? Zweier Karton und Ration. Na gut, gucken wir mal. Machen wir mal eine Nebenmission. Mal gucken, ob das was bringt. Wir nutzen das Fulton Rüstung, das zu bergen. Kennen wir ja schon. Aber auch hier sind es ja größtenteils immer nur Gebiete, die wir schon kennen, ne? Nichtsdestotrotz ist es schon nice, dass man so Nebenmissionen machen kann. Nein. Vor allen Dingen, auch wenn die wahrscheinlich nicht gerade in den ersten Stufen nicht gerade gut sind, können wir ein paar Soldaten immer mal gebrauchen, denke ich mal, oder? Wo war die Person? Ist da oben, ne? Ich sammle mal ein paar auf jetzt hier. Warum nicht? Und tschüss. Wahrscheinlich ist es genau deswegen, ne? Mehr war aber, glaube ich, nicht, ne? So 3, 4 Leute waren hier. Ne, ich glaube, das war's. Okay. Um uns den. Ne, da oben war noch einer, glaube ich, ne? Aber macht nix. Nett. Ah, nicht schlecht. Die eigene Soldaten hat sich aufgrund der gewonnenen Erfahrung auf dem Einsatz verbessert. Okay. Sollen wir mit dem mal weiterspielen? Ach, sind die schon fertig hier? Da ist bestimmt einer gestorben. Keiner gestorben? Bisher sieht ganz gut aus. Gestorben doch. Krankenstation, 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 Krankenstation. Das sieht nicht gut aus. Aber die meisten haben es anscheinend auch irgendwie überlebt. Gestorben, nicht gut. Nicht gut, gar nicht gut. Wegen nach Krankenstation. Ach du Heiliger. Wegen Verwundung nach Krankenstation. Ach du Heiliger. Ach du. Ach du Heiliger. Gestorben, gestorben, gestorben. Ach du Heiliger, ach du Heiliger, ach du Heiliger, ach du Heiliger. Ach du Heiliger. Die haben es anscheinend nicht geschafft. Okay. Aber immerhin an Erfahrung gestiegen, glaube ich, ne? Oh, ja, jetzt sind Minus, okay. Okay, Mist. Dann schicke ich euch alle mal dahin.
Ja, alle in der Krankenstation gelandet. Ach du Kacke. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, dass wir uns tatsächlich mal ein bisschen mehr um die Nebenmission kümmern. Klar, ich werde jetzt nicht permanent Nebenmissionen machen, aber Zielübung auf dem Schießstand der Mother Base. Können wir einfach... Commence target practice. As a special treat, you can practice freely on any of the targets in the shooting range today. Shoot away. When you're done, head over to the exit. Okay. Ja, ich nehme den Charakter. Ich weiß, glaube ich, auch, dass man, wenn man alle Nebenmissionen gemacht hat, auch nochmal eine Zwischensequenz bekommt. Und ich glaube, das mit Metal Gear Sieg kommt erst, wenn wir den zu Ende gebaut haben. Und ich glaube, das dauert ewig. Na, dafür nicht schlecht. Wir haben ja jetzt hier... Noch sehe ich kein Ziel. Okay. Ist natürlich mega random hier, aber gerade so auf der PSP, wo die Steuerung jetzt nicht die beste ist, ist vielleicht nicht verkehrt, wenn man hier mal ein bisschen ausprobieren kann. Auf dem Emu zockt sich das wesentlich besser, das kann ich euch wirklich sagen. Nee, warte, das ist... falsches Ziel. Aber der wackelt mir zu viel hier. Ja, es ist zu viel wackeln. Aber so als erste Zielübung ist es erstmal nicht schlecht. Na? Du lädst mir viel zu viel nach hier. Nee, das ist ein Unschuldiger. Der wackelt mit zu viel, Bruder. Habe ich ihn jetzt getroffen? Ein bisschen daneben, ne? Ach, verdammt. Nicht laden, arbeiten. Ja, ich denke, wir werden auf jeden Fall noch ein paar Nebenmissionen machen, was das, zumindest was das Sammeln von Soldaten geht. Moment. So. Hört das irgendwann mal auf? Gute Frage. Dann waren wir jetzt ein bisschen zu schnell jetzt. Ich glaube, ich wechsle mal die Waffe. Ja, zwar ist die Steuerung auf die Emo besser, aber bei 20 FPS. Das Spiel läuft nämlich nur in 20 FPS.
Ja, Headshot und zwar ohne Sniper. Schießstand, ja. Wann hört denn das auf jetzt hier? Na? Ach so. Jetzt lädt er natürlich. Mein erster Headshot. Der Sniper. Hört das auf oder geht das auf Zeit oder was muss ich hier machen? Ach. Oder erkennt er, wann ich gut genug bin und dann hört er auf oder was? Also niemals. Oh. Der ist nur am Laden, ne? Ach, Junge. Warum treffe ich eigentlich immer? Komisch. Warte mal, das hört doch nicht mal, das hört doch niemals auf hier, oder? Ja, ich komme aber auch nicht hier hoch. Kann ich einfach gehen? Ach so. Warum sagt mir das keiner? Keine Wertung. Ah, anscheinend war ich nicht fertig. Nee, warte mal. Ich wollte eigentlich... Keine Wertung, ja. Die Mission haben wir anscheinend nicht fertig. Doch, Zielübung können wir mit. Doch. Zielübung, Zielübung, Bergung von Geheimdokumenten.
Wir haben immer noch keine Teile für das Ding, ne? Das Ding wird nie fertig. Unsere Master Base mal angucken. This one's perfect for a warm-up. Nice and easy. Don't let yourself get lazy though. Stick to it and get the job done. Machen wir mal. Wie heißt die? Tasten mit Mania Devil. Briefing-Dateien. Ich glaube, das habe ich gesucht die ganze Zeit, ne? Datenbibliothek. Wieso komme ich eigentlich nur da rein? Über deinen Einsatz. Datenbibliothek. Ja, das ist generell, glaube ich, Costa Rica. Costa Rica means rich coast in Spanish. Is it true that Columbus was the one who came up with the name? Your guess is as good as mine. But it is true that Columbus landed his ships near Limon back in the age of exploration. He wrote in his diary that when he landed, the indigenous showered him with gifts of gold, hence the name. It sounds a little strange to me. There is no way they could find that much gold in Costa Rica. Columbus originally set sail in search of the legendary land of gold. Maybe he was just nuts about the stuff. Costa Rica is rich enough without it. Look at the forests and the animals and the peace-loving people. That is what I want to protect. I know how you feel. Costa Rica, der Bürgerkrieg. Friedensuniversität, Kaffee aus Costa Rica. Aha, aha. Pass. Übersicht, die Landschaft in Costa Rica. Übersicht. Ich denke, das ist interessant, oder? Pass. My mother was the one who named me Paz. She said it was an expression of her wish that the country stay at peace. It is a pretty common name in Central America. My mother always used to tell me, never make war. Always help keep the peace. I remember. Your grandparents. Yes. They died in the Civil War. I think that is why my mother hated war so much. That's another thing you've got in common with Kaz. His mother named him Peace, too. See, because Japan also suffered through war.
I think I know how Mr. Miller's mother felt. You like the peace sign, huh? See, as a gesture, it connects every peace-loving person. Here, you try it, Snake. Peace. No thanks. It doesn't suit me. Too bad for you. You know, the V in the peace sign comes from the V in victory. When did it start standing for peace? I am not completely sure, but I guess it came out of the protest movement against the Vietnam War. Oh, and do not turn your hand around when you do it, especially around British people. It is insulting. So, you live alone now? No, not alone. I've been living in school dormitories since I started junior high. After my mother died, my relatives took me in, but they were not my real family. You didn't fit in there. In a way. My aunts were kind to me and all. But I know how difficult it must have been to suddenly have a child thrust into their lives. When you live with someone, there are no secrets. I could tell my being there was a burden on them. Sounds like a rough childhood. I would not say that. I was lucky just to have people take me in. There were fanos living out in the streets because their mothers died. It is even worse in countries with frequent civil wars. So, who am I to complain about my childhood? You're a pretty tough kid, you know? Not at all. I am not strong at all. Okay. Ich denke, Übersicht, die Charaktere können wir uns auf jeden Fall mal angucken. Übersicht. Ja, ich denke, das gucken wir uns auf jeden Fall mal an. Don't forget to give the MSF staff assignments. Where you place people will determine how Mother Base grows. Right. That goes for me too. Assign me wherever you think is best. You? I thought you were second in command. Don't worry, I've got that covered. But MSF is still small, and I don't have the leisure of sitting around on my butt all day. I see your point, but... Not to brag or anything, but I kick ass at whatever job you gave me. Put me in the area you want to focus on developing most. I'll take real good care of the staff there. Easy, cuz. Life's funny sometimes, isn't it? What brought that on? We first met as enemies on the battlefield. And now here we are fighting side by side. You mean Columbia? Yeah. After I quit the JSDF. I made my way there and got myself a position as a drill sergeant for a band of revolutionaries. Despite the fact that I'd never seen a day of combat. I see you had the gift for talking business in Spanish even back then. Oh, come on, stop it. You're making me blush. Unlucky for me, though, you were in the service of the Colombian Army. I remember it like it was yesterday. It all happened in an instant. You guys ambushed us, and half my unit was taken out. My mind went totally blank. I couldn't keep it together. My whole unit was wiped out. And I was left half dead from a bomb blast. Then, as I was leaving, you yelled out at me. I came all the way from Japan to be here. My place is on the battlefield. Then you asked for my help, saying, I want to be the one to end it. I remember being surprised that there were still samurai in Japan. You guys came over to me. I had a grenade hidden under me, but even then you were too fast. The second I pulled the pin, you grabbed the hand I was using to hold the grenade with both palms. I didn't want it to go off. I'd heard samurai were a proud bunch. I wanted to know why one of them would stoop so low as to try to take his opponent with him. And I said, I'll never lose again. We'll never lose again. Yeah. We'll do whatever it takes, but we'll never be beaten again. Then, I passed out from the blood loss. When I woke up, I was in your camp's infirmary, stuck full of tubes. Why'd you save me? Your enemy after I tried to kill you. Because you swallowed your pride and fought with everything you had. I just didn't want to lose. You found a way to fight back, even in the face of death, even when you knew you were going to die. That's the mark of a true warrior. It's not about gain and loss, or victory and defeat. I looked at the way you lived your life and saw the path I needed to take as a warrior. Wow, I never knew that. And that's why you... I realized then that the battlefield doesn't only divide people into allies and enemies. Sometimes it tells you more than just who's an ally or who's an enemy. Sometimes it helps reveal your true comrades. Like you and me, huh? That's right. And 2 years later, here we are.
Verbündete, das ist rührend. Die Grundlagen des Schleichens und Tarnens. Ne, die Übersicht können wir auf jeden Fall uns mal angucken hier. Übersicht. Amanda, when did you join up with the Sandinistas? About a year ago, when I went into the mountains with mi viejo and his group. I thought your dad was with the FSLN from the start. No, he fought alongside General Sandino, but after that, he retired for a while. He found a job, got a wife and a house, and raised us kids. Then one day, some Sandinista students came by. And he felt the old fire in his belly. Something like that. All he did was help them escape from La Guardia, though. But then La Guardia showed up. They broke into our house and began pushing him around, shouting questions. I'm guessing he kept his mouth shut. No matter how hard they hit him. Our house was trashed. After that, he was on their list. They harassed him day and night. It was only then that he gave himself over to the Sandinistas. He kept it hidden from us at first, so we would not get hurt. He sounds like a good father. He was. But my mother got fed up with it. She left us. I don't blame her. Why didn't you go with her? It was a hard decision for sure. But like my father, I could not let Somoza get away with his crimes. But most of all, Chico. He is too much like his papa. One way or the other, he was going to stay, and I could not leave him behind. Soon enough, La Guardia drove us out, and we found ourselves in the mountains. It just kind of happened. Well, for an accidental revolutionary, you sure put up a hell of a fight. The mountains make men into warriors. The training is harsh, but it brings us that much closer to being hombres nuevos. Chico couldn't ask for a better sister. I can see why they picked you to be Commandante. When I was little, I came down with malaria. Unlucky for me, it was the bad kind. I was in a daze the whole time. And at one point they said I was not going to make it. Malarial encephalopathy. I hear it's pretty common in tropical malaria cases. Even today, my memory sometimes gets a little fuzzy. Since then, I've had this fear of mosquitoes. When I hear them buzzing nearby, I get jumpy. Aha, that explains the chain smoking. See, I thought it might help keep the mosquitoes away, just a little. Maybe it is all in my head. You're the same way, right? Oh, I will say this. I prefer a cigar over mosquitoes. Me too. I've got to hand it to you. Takes guts to conquer your fear like that and live a gorilla's life in the wild. It is nothing. El Che did not let asthma stop him from leading the revolution. Compared to him, I am no hero. I'm sorry to hear about your dad. Thank you for saying that. Mi viejo was the leader of the Frente. He was the last of the generation that knew General Sandino. He saw the general's exploits firsthand as a boy. He would tell us stories about it all the time and about how the general was assassinated. Did you know he was getting money from the KGB? I had some idea, but I did not have the courage to confront him about it. I know it was a painful decision for him to make. I can imagine. Yes, my father was a good man. I loved him as a daughter, and his soldiers believed in him. Thanks to him, La Frente held together even in the worst of times. I don't know if I can ever fill his shoes. Chico's 12, right? Right. Isn't he a little short for his age? Malnourishment. Food is hard to come by when you're running around in the jungle. He's got quite an appetite. I know. I didn't want him to come in the first place, but there was no one to take him in. I had no choice but to look after him. Don't be so hard on yourself. Sometimes it's better for a kid to be with his family than far away in a safe place. Thank you. Promise me this, though. When your fight is over, make sure he gets a proper education. Give him a chance to be something other than a gorilla. It's not too late to teach him something other than fighting.
Okay, I promise. You know what book Chico really likes? The World Encyclopedia of Mysterious Creatures. The Loch Ness Monster, the Yeti. UMAs. Yeah, I know. He's still so much like a boy. I worry about him. He'll be fine. I know plenty of grown men who still go crazy over UMAs. Are you serious? You have taken such good care of me since you saved me from El Colibri. I want to return the favor. Just wait until you're healed up. Then we'll talk. I appreciate that, but you need all the help you can get. It might take a while for me to heal completely, but I'll be fine once I'm on my feet. Put me in a combat unit. I'll pull my weight. I wouldn't expect any less from a Sandinista Comandante. Enough flattery. But seriously, it does not feel right for me to be sitting here while my compas are out risking their lives. One thing's for sure. Having you out in the field would be a big boost to Sandinista morale. Of course, our ultimate goal is still the overthrow of Somoza. But until we get ourselves back in order, we will follow your lead, wherever it takes us. Glad to have you on board. Oops. Amanda, you getting used to Mother Base? Yes, it is heaven compared to living in the mountains. We are no longer constantly on the run from La Guardia or mercenaries. Some of the new guys we've recruited used to be mercenaries. We are getting along. It was difficult at first, but once you talk to them, you realize we've got plenty in common. I see. Good to hear. We may be enemies, but we are all still human beings. La CIA's soldiers, La Guardia. The same goes for the people of America. What's gotten into you? Mi viejo got involved with drugs in order to scrape together money for La Revolucion. He did whatever the KGB said, all for Nicaragua, or so he told himself. But I realize now, in the end, all he did was help poison young people of America. Yeah. I have made up my mind. Even when I leave Mother Base and return to La Revolucion, I will never turn to drugs, nor will I look to the KGB for help. If we topple Somoza using the KGB and drug money, we will lose the people's hearts. So, you're choosing a different path from your father. I still respect him, but I will not do things the way he did. Well, I'm sure Chico will be glad to hear that. Chico is a grown soldier now. I could not face him otherwise. Well said, Amanda. Those are the words of a true Comandante. Stop. I was inspired by the greatest Comandante I have ever known. Boss. Der Boss. Amanda's so bossy. It's always follow me or stay here. The other day she told me, chew your gallo pinto before you swallow. Can you believe it? Knowing your sister? Yeah, I can. The enemy could strike at any time. I can't sit around taking my sweet time eating. I'm a Sandinista, just like the others. I don't need some woman telling me what to do. Some woman? She's your sister, and she's doing the best she can to fill your father's shoes. I know, but lately she hasn't been doing so good. I should be strong for her. Now you're talking. Sorry to hear about your dad. Don't be. He is a guerrilla warrior. We pledge our lives to our country and its people. I'm ready to die too if I have to. You sure? You better believe it. Like mi viejo used to say. Patria o muerte. Jay said it first. My dad used to tell us all kinds of stories. About General Sandino and his fight against La Guardia. About my mom before she left us. You didn't want to go with her. It's not like that. La Revolucion comes first, that's all. You must wish you could see her, though. I don't know. But I know I'll see her again when this is all over. Somehow, I just know it. When I do, me and my mom and papa are all going to live together again. At least that's what I thought. Now, Hang
Hang in there, Chico. Your sister needs you. Okay. Don't you ever get lonely, living away from your mom? Not really. My compas are my family now. A lot of them are from the same village as me. So you had plenty of people to take care of you. Take care of me? I'm a warrior, like any other Sandinista. We look out for each other. That is how it works. Sorry. Guess I misspoke. Now we're scattered because of that colibri. Wonder where everybody went. Hey, Snake. If you see any Frente prisoners, please, you gotta get them out, okay? Those guys are solid, every one. You could use them in MSF. Hey, Snake, are there any jobs for me here at Mother Base? I can do anything. You don't have to work, you know. Don't treat me like a kid. I'm a man now. Okay, then. What are you good at? Let me think. Everything. Put me on any team. I can pull my own weight. Well, you are young. You'll probably be a fast learner. I'll think of something. Anything you need, boss. You'll see. I can fight as good as anybody. Der Peace Walker. Das Strangelove. Die KI-Waffen ausstattet. Ja, der hat ja so eine. Der hat ja was am Hut, so mit der Strangelove. Hey, Doc. What was that you were smoking in the lab? It looked like a cigarette, but it wasn't lit. Oh, it's an electronic cigarette. I designed it myself. Pretty neat, huh? Electronic cigarette. Yep. A liquid in the filter that turns into vapor, and you inhale the microparticles. So that was vapor. I'd actually rather be smoking normal cigarettes, but not in that room. The smoke would wreck the precision equipment in there, ruin all its wiring. But the vapor is just steam. It doesn't contain tar or anything like that. So I can smoke it in the lab with no worries. Nice. Want to try one? Nah, I'll stick with cigars. Yeah, but... I don't like imitations. The real thing's always better. Okay. But you know, sooner or later, smoking's gonna become very unfashionable across the world. It hurts you and those around you. Electronic cigarettes might not seem so bad then. Yeah, when that happens, I'll think about it. Meistens, wenn es zu spät ist. You said your dad was involved in the Manhattan Project, right? Yeah? And you think that's why you can't walk? I don't know. Actually, you know, probably not. So far, nobody's found evidence that exposure to radiation in parents causes genetic defects in children, except for those exposed in the womb. Epidemiologically speaking, anyway. That's the conclusion of the Atomic Bomb Casualty Commission. Right. The ABCC commenced its study immediately after the war, and it's still ongoing. Even now, 30 years later. The effects of radiation exposure last a long time. I'm guessing it'll be another 10 years before we get a real verdict on whether it affects genes. Granted, it's the most massive study anybody's ever done. But that's really all it is, a study. The ABCC brought in bomb victims and ran tests on them, but they didn't treat them. Really? Them too, huh? At any rate, that's what my father made me believe when I was growing up. Maybe it was tough for your dad to explain. Ever think of that? Yeah, maybe. But this is my problem now, Snake. I have to face the nukes head on, whether I like it or not. My creations are being used for the wrong purposes. The onus is on me to stop it somehow. Help me, Snake. Hey, as long as I'm here at Mother Base, why not assign me to the R&D team? You could use a guy like me. Glad to have you on board. I'm sure Kaz is too. Once I've got the necessary materials and design specs together, I should be able to start building you that bipedal weapon platform. Nothing would make me happier than for my research to help put a stop to Peace Walker. Odyssee im Weltraum. You ever see the movie 2001 Das ist geil. Space Odyssey? Can't say I have. Fantastic flick.
The outer space special effects are incredible enough, but Das the stimmt. depiction of AI is what really stands out. There's an AI. Yeah, a spacecraft pilot AI called HAL. It plays a major role in the story. Dr. Strangelove loves it too. Did I ever tell you about the time we first met up in Costa Rica? No. You know how she hates men, right? So we hadn't seen each other since NASA, and we just weren't hitting it off. Until we started talking about HAL, and then she started going off. The way she talked about it was so intellectual. The way she analyzed every plot detail, how passionate she was about the AI, it made me fall for her all over again. You know what? Here's to Hal for bringing her and me closer together. You should ask her about 2001 too. Then you'll understand just how amazing she is. Amazing, huh? Hal. Now there's a good name. Hal Emmerich. Metal Gear Solid. Interessant, oder? So, jetzt machen wir den auch noch. Never heard the name Cosima before. Then again, I don't know many people from France. Is it a common name? No, not that common. But Wagner's second wife was named Cosima Francesca Gaetana Wagner. Huh. You know, Kojima is a common last name in Japan. Kaz? It's just funny how, you know, I'm part Japanese and Cecile's middle name is so close to Kojima. It feels like destiny unfolding. You think so? Oui, oui. That's a beautiful name you have. Cecile Cosima Caminades. Wait a second. Cecile Cosima Caminades. Cosima Caminades. Hey, that's close to... Close to what? your name. It sounds almost like the sentence Kojima Caminades in Japanese. And what does it mean, s'il vous plaît? Well, kami is the word for God in Japanese. Nandesu, well, it's hard to explain, but placed after God, it would turn the sentence into is God. Okay. So? Kojima is God. Cecile's name is a message. I don't believe it. Kojima is God. Kojima is God. Kaz? How are you enjoying Mother Base so far? Ah, it is wonderful. Good to hear. I was worried someone as cultured as you would find the plant a little uncouth. Uncouth? Ah, you've got albatross, and frigate birds, and terns, and tropic birds. Seabirds I have never had a chance to see in France. Oh, well, great. I'm sorry. I know I should not spend all day chasing birds. Is there anything I can help with? I appreciate the offer, but I'm not sure what I could ask you to do. Well, I'm certainly not cut out to shoot a gun. Cecile, where'd you learn to move through the forest like that? The birds weren't scared of you at all. Becoming one with the forest is the very essence of bird watching. They won't behave naturally if they sense a human nearby. And that can really affect your observations. I see. Kind of like scouting then. I am also good at spotting birds from a distance, tracking them based on the tiniest of clues, and being aware of my surroundings. You're starting to sound even more like a scout. The only way to find a bird is to think like a bird. Now, think you can find a place for me? Yeah. Okay. Datendateien, hä? Number of warheads detected by the dew line. 57. Number of MIRVs included. Minimum 29, maximum 35. Target region. United States, East Coast. Estimated time of re-entry. 2048 Zulu. President selected attack option. Unknown. The president is dead. Unknown. Communication has been lost. I select Offutt Air Force Base as my target. Offutt? But that's a U.S. base. What on earth do you mean? Based on the projected number of incoming warheads, Washington, D.C. is presumed destroyed. The president is most likely dead. The U.S. government's control lost. Ist das nicht die Stimme von der Boss? So why not retaliate?
With both sides destroyed, global anarchy would ensue. Recovery would be difficult. The United States' nuclear strike capability must therefore be neutralized in order to preserve the communist bloc, where government remains largely intact. You're siding with the enemy. You can't be serious. Tell me, how do you define enemy? There are no borders in this world. The same conclusion again and again. Where is the flaw? All right, let's try something else. Commencing test. Understood. You're crossing a suspension bridge. Is this my mission? Yes, your destination is the other side. The bridge is wide enough for only one person to pass at a time. A man is approaching from the opposite side. He's carrying a gun. I shoot him. Suppose he's your husband. I shoot him. In self-defense? To spare him the grief. One must die, and one must live. Next question. Your father asks you to fix the roof and mow the lawn. When you climb the ladder onto the roof, the ladder is taken away. I fix the roof. And when you're finished? I jump down. You'll break more than bones at this height. I see no need to change my decision. I have not finished mowing the lawn. I must remain loyal to the mission. Next. There is a snake in the bushes. It is poisonous. I need you to get rid of it. I chase it back to its nest. You can't. The snake's too vicious. It's already killed many people. I chase it away. It will bite you unless you kill it. Go home. Kill me. Kill me now. Why not kill the snake? Your mission is to get rid of it. Is this what you call loyalty? What are you loyal to? Country? Ideology? Feelings? I am loyal to myself. Who's there? Who's that? Intruder! War das nicht Strangelove und die KI? Wetten, dass der Boss Gefühle für Snake hegte. Die Mission machen wir jetzt noch. Das ist wahrscheinlich der längste Part hier. Also romantische Gefühle. Ja, wir verstehen schon. Wie dem auch sei. Warum bin ich jetzt hier? Okay. Wir brauchen ja eh Soldaten und die sind ja gerade alle in der Krankenstation. Ich habe die leider... Ja, ich glaube 2 sind... Die haben leider die Mission nicht geschafft. Hier sind echt viele, ne? Achso, da oben ist ja auch noch einer. Aber ganz gut. Moment. Hier ist gar keiner. Ich glaube, ich müsste mich mal umdrehen, ne? Ach, verdammt. So. Naja, zumindest ist der eine jetzt abgelenkt. Auch wenn das jetzt nicht unbedingt das ist, was ich mir vorgestellt habe. Ja, das bietet sich ganz gut an. Da können wir jetzt auf jeden Fall noch ein paar Leute holen. Die brauchen wir, glaube ich, jetzt auch. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht die besten sind. Aber wir haben ja... Wir haben irgendwie 30, 40 Mann in der Krankenstation. Das ist schon heftig. Deswegen, ich glaube, die schicke ich erstmal alle in die Krankenstation. Damit die da aushelfen können. Wie viel Zeit habe ich denn hier?
Also insgesamt 5 Minuten. Ach, ich habe noch nicht alle. Der ist nicht Teil der Mission. Ach so, ich bin schon fertig. Okay. Ja, die schicke ich jetzt alle in die Krankenstation. Damit die mal da vorankommen. Mother Base. Ja, haben wir das auch. Haben ein paar Nebenmissionen mal gemacht. Haben uns jetzt mal die Briefing-Daten angeguckt. Ein Mann Rang bereit zur Entwicklung. Was ist das denn? Kolonie für den Mann. Rang 1. Hä? Erholung. Aufgrund der gewonnenen Erfahrung also verbessert. Okay. Die schicken wir jetzt alle ins medizinische Team. Ja, ich weiß. Durch Behandlung untersuchen also die Widerstandskraft des Personals gegen Krankheiten. Ja. Wir schicken jetzt alle mal da rein. Das Intel-Team ist mir gerade ein bisschen zu unausgewogen. Krankenstation über 30, meine Herren, ey. Medizinisches Team. Ne, lassen wir das. Das passt schon. Nee, obwohl, vielleicht schicken wir noch. Moment, den könnten wir mal in die Kampfeinheit schicken. Und den schicken wir mal in die Kampfeinheit. Ah, medizinisches Team, ja, da müssen schon ein paar rein, ne? Intel-Team. Sonst kommt das. Sonst kommen die da nicht voran, ne? Ach Mann, Leute. Übrigens, ich habe gerade ein Blatt gelocht. Aber das nur am Rande. Medizinisches Team. Ja, dann tun wir den auch noch in die Kampfeinheit. Komm, das muss ausreichen.